Ein erhabener Moment. Nach fast 5 Jahren Bauzeit und vielen Jahren der Planung geht Reinhard Ernst erstmals durch das fertige, aber noch leere Museum. Ist für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen? Es ist genau so geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Und wenn ich dann noch einen Wunsch hätte, dann würde ich mir wünschen, dass wir viele Besucher bekommen und dass die Vormittage mit Kindern hier gefüllt sind. Viele Jahrzehnte wirkte die Sammlung der Reinhard und Sonja Ernst Stiftung eher im Verborgenen. Nur einmal, 2019, wurden im benachbarten Museum Wiesbaden 9 Werke der Sammlungsschwerpunkte einer größeren Öffentlichkeit gezeigt. Arbeiten des amerikanischen Expressionismus, europäische abstrakte Kunst und japanische abstrakte Arbeiten der sogenannten Gutai-Gruppe. Die Notwendigkeit, ein eigenes Museum zu bauen, war schon Jahre zuvor gereift. Ja, das liegt schon sehr lange zurück. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich mir Gedanken gemacht habe, was mit der Sammlung passiert. Und ich mit vielen Museen gesprochen habe und dort kein Platz war für unsere Sammlung. Und da ist langsam der Gedanke gereift, selbst ein Museum zu bauen. Aber wie sollte dieses Museum aussehen? Eindrücke sammelte Reinhard Ernst in den vergangenen Jahren auf seinen Reisen um die Welt, bei denen er sage und schreibe 219 Museen besuchte. Von Anfang an stand für ihn fest, wenn schon ein eigenes Museum, dann musste es von seinem Freund, dem weltberühmten Architekten Fumihiko Maki, entworfen werden. Das hängt damit zusammen, dass ich schon früh, das heißt in den 80er Jahren, Gebäude von ihm in Tokio gesehen habe. Als ich ihn dann später persönlich kennengelernt habe, war für mich klar, wenn du irgendwann mal was machst, dann mit ihm. Und das erste haben wir ja in Japan gebaut, 2011, unser Haus der Hoffnung. Und da hat er das komplette Gebäude ja innen und außen designt. Dieses Haus der Hoffnung für Kinder und alte Menschen war gebaut worden, nachdem ein Tsunami die Stadt Natori in Japan fast komplett zerstört hatte. In der ersten Ausstellung des Museums ab Juni 2024 werden die weltweiten Arbeiten von Fumihiko Maki gewürdigt. Gezeigt werden auch Modelle von Museen, die der japanische Spitzenarchitekt entworfen hat. Darunter das Museum Reinhard Ernst, sein 10. 9 weitere Museen finden sich in Kanada und China, in Japan, den USA und mit dem Bihar-Museum ein Kunsthaus in Ostindien. Als Fumihiko Maki 2017 Wiesbaden besuchte, damals war er bereits 89 Jahre alt, und vor dem Gestaltungsbeirat der Stadt sein Konzept für das Museum Reinhard Ernst erläuterte, war die Begeisterung groß. Für die schlichte, klare Form und für seine Anforderungen an den Museumsbau für seinen Freund Reinhard Ernst. Das Gebäude muss geliebt werden, von denen, die das Museum managen, von den Museumsmitarbeitern, den Besuchern und ihren Kindern und auch von den Passanten, die an diesem Museum vorbeigehen. Dann erst wird das Museum zu einem wirklich öffentlichen Gebäude. Das Leitmotiv des Pritzker-Preisträgers Fumihiko Maki ist sein minimalistischer, einfacher Ansatz, der in jedem Winkel des Museums bestaunt werden kann. Ich kann mich erinnern, als er zum ersten Mal hier in Wiesbaden war und ich ihm dieses Gelände gezeigt habe. Da stand er eine Stunde gegenüber vom Museum und hat gezeichnet in seinem Notizbuch. Und als ich ihn gefragt habe, was machst du denn da, sagt er, das geht dich nichts an. Und als ich dann später, nach ein paar Jahren, als es fertig war, sagte er, du wolltest doch immer mal sehen, was ich gezeichnet habe, schau mal. Dann hat er mir sein Notizbuch gezeigt. Und das Gebäude sah genauso aus, wie es heute ist. Und das ist unglaublich, ja. Das Besondere ist einfach, dass es eine wunderschöne Form hat und dass wir im Museum selbst ein Licht haben, wie man es in Museen sonst nicht findet. Wenn Sie hier reinkommen, werden Sie alles vergessen, was Sie außen gesehen haben. Sie kommen rein und stehen im Licht, in dem sogenannten
geliehenen Licht, wie unser Architekt es wunderbar formuliert hat. Und das macht es ganz besonders aus. Der lichtdurchflutete Innenhof des Museums nimmt traditionelle japanische Gestaltungselemente auf. Mit einem 60 Jahre alten japanischen Fächerahorn und einer Skulptur aus Kortenstahl von Eduardo Chillida mit dem Titel Buscando la Luz 3 – Auf der Suche nach dem Licht. Die gewünschte Verbindung von Skulptur und Architektur spiegelt die langjährige Freundschaft zwischen Chillida und Fumihiko Maki wider und motivierte den Museumsgründer Reinhard Ernst zum Erwerb dieses bedeutenden Werks. Ende April 2024 waren die meisten Arbeiten abgeschlossen und Gary Kamemoto, der Direktor von Maki & Associates, kam nach Wiesbaden, um den Bau abzunehmen und sich von der Qualität der Umsetzung zu überzeugen. Fumihiko Maki, mittlerweile 95 Jahre alt, stirbt wenige Tage bevor das Museum Reinhard Ernst eröffnet. Gary Kamemoto vertritt aber die gleichen Prinzipien wie Maki selbst. Die Einfachheit, das, was wir sehr stark anstreben, ist, dass die Kunst eigentlich das Hauptereignis ist und das Gebäude ist der Rahmen dafür. Wir schaffen die Leinwand und den Rahmen und darin ist die fabelhafte Sammlung, die im Laufe der Zeit von unserem Kunden, unserem Auftraggeber Herrn Ernst, erworben wurde. Fabulous collection that has been acquired over time by our client, our patron, Mr. Ernst. Und das ist das Hauptereignis. Wir haben also versucht, auf unsere eigene kulturelle Art und Weise eine sehr minimalistische und einfache Kulisse für diese Art von Veranstaltungsort zu schaffen. Simple setting for that kind of venue. Die Entwürfe des Museums stammen von Fumihiko Maki. Ausgeführt wurden die Arbeiten aber von dem Frankfurter Architekturbüro Schneider und Schumacher, ebenfalls Architekten mit internationalem Ruf. Dieser Auftritt, den es an der Straßenecke hat, mit der Präzision des weißen Baukörpers, der da frei schwebt und darunter einführt, in Zusammenspiel mit dem, was es dann im Innenraum und den Hof an Licht und Raum bietet, das ist schon sehr besonders. Schon die Außenhaut ist mit den präzisen Kanten und keinen Blechen, die darüber stehen, aus meiner Sicht ein sehr, sehr präzises Bauwerk. Dieses Gebäude wird polarisieren, das ist ganz klar. Manche Menschen werden es lieben, manche werden eher sagen, naja, es ist einfach ein viereckiger Kasten. Es ändert nichts an der Tatsache, dass es eines der schönsten Museen ist, die je gebaut wurden. Basta.